Newsletter, Online-Shops, Social Media, Bewertungsportale, Online-Games, Partnerbörsen, Messenger und so weiter und so fort. Im Laufe der Zeit kommt doch so einiges zusammen, was man als digitalen Fingerabdruck im Netz hinterlässt. Aber ist das denn wirklich so schlimm? Und wie finde ich denn heraus, wo ich überall noch registriert bin? Und wie kann ich alte, nicht mehr benötigte Accounts einfach löschen? Darum geht es heute bei So macht Katz das. Welche Accounts sollte ich denn nun lieber löschen? Zum einen spielt dabei eine Rolle, ob du dort vielleicht deine aktuelle Adresse hinterlegt hast oder Telefonnummer oder vielleicht sogar noch aktuelle Zahlungsdaten oder ob du ein Passwort verwendet hast, was du auch jetzt noch für andere Konten nutzt. Das alles bietet natürlich Angriffsfläche für Hacker oder Kriminelle. Dieses Risiko solltest du lieber verringern, indem du diese alten Konten löschst. Du kannst ja mal spaßeshalber die Seite aufrufen Have I Been Pwned und dort deine E-Mail-Adresse in das Suchfeld eingeben und dann wird dir angezeigt, auf welchen Accounts bezüglich deinen Daten schon was schiefgelaufen ist oder diese missbräuchlich verwendet wurden. Bei dieser E-Mail-Adresse von mir ist jetzt noch nichts passiert, glücklicherweise, aber ich habe mal jetzt eine schon wesentlich ältere E-Mail-Adresse eingegeben und die gleiche Suche gemacht und siehe da, es wurden schon 5 Missbrauchsfälle eben jetzt angezeigt. Wenn man da nach unten scrollt, sieht man auch Einzelheiten zu diesen Fällen. Ganz oben steht Adobe. Im Oktober 2013 schon. Da wurden halt Millionen von E-Mail-Adressen und auch Passwörter halt nicht ausreichend geschützt. Und auch weiter unten kommen noch weitere Listen, wo eben E-Mail-Adresse und Passwörter nicht ausreichend geschützt waren. Du siehst also, das Risiko ist da und man sollte versuchen, sich einigermaßen zu schützen. Wie kann ich denn jetzt herausfinden, wo ich noch alles angemeldet bin? Da gleich mal die schlechte Nachricht zu Anfang. Es gibt leider keine einfache und schnelle Möglichkeit, irgendwo zum Beispiel seine E-Mail-Adresse einzugeben und dann aufgelistet zu bekommen, unter welchen Konten man sich da überall angemeldet hat. Also es ist ja auch gut so, weil das wäre, glaube ich, schon ein ziemliches Datenschutzproblem. Aber leider ist es halt jetzt so, dass du selber eben die Detektivarbeit betreiben musst und überlegen musst, wo du dich denn alles so in den letzten Jahren angemeldet hast. Hinweise dazu findest du vielleicht in deinem E-Mail-Postfach, wenn du da einfach mal durchscrollst und guckst, wer dir denn alles so E-Mails schickt. Das sind ja teilweise dann auch Konten, bei denen du dich mal angemeldet hast. Du kannst aber auch in deinen E-Mails zum Beispiel nach einschlägigen Wörtern suchen, wie ihre Zugangsdaten oder ihre Registrierung. Vielleicht wird dann auch noch die ein oder andere E-Mail zutage gefördert. Eine weitere Möglichkeit ist, wenn du in deinem Browser auf diese 3 Pünktchen gehst und den Browserverlauf dir anzeigen lässt. Je nachdem, ob du jetzt zu den Leuten gehörst, die den regelmäßig löschen oder eben nicht, kannst du da relativ weit nach unten scrollen, also in der Zeit zurückgehen und auch da einfach nochmal schauen, auf welchen Seiten du warst, wo du dich registriert hast. Eine weitere Möglichkeit zeige ich dir später noch. Nun erstmal zu der Frage, wie kann ich denn effektiv alte Internetkonten löschen? Eine Möglichkeit ist es natürlich, wenn du einfach auf die jeweilige Seite des Anbieters gehst, dich einloggst und dort eben suchst, wo die Möglichkeit zum Löschen ist. Leider ist das manchmal ziemlich versteckt und schwierig zu finden. Also ich wette mit dir, spätestens nach dem 3. Anbieter wirst du die Nase voll haben und keine Lust mehr, weil es doch ziemlich zeitaufwendig ist. Aber es gibt glücklicherweise solche Seiten wie zum Beispiel Just Delete Me. Und wenn du da drauf gehst, dann wird dir die Suche etwas erleichtert. Also erstmal stellen wir oben als Sprache Deutsch ein. Und dann kannst du im Suchfeld mit der Lupe entweder direkt nach dem Konto suchen, was du löschen möchtest, oder du klickst mal auf beliebte Konten. Und das ist jetzt auch eine Möglichkeit, nochmal zu überlegen, ja, welche von diesen beliebten Konten habe ich denn noch, die ich gar nicht mehr benutze.
Also es ist auch nochmal eine Möglichkeit herauszufinden jetzt oder sich zu erinnern, wo man sich registriert hat. Man sieht hier auch gleich auf den ersten Blick nach Farben sortiert, wie leicht oder wie schwer sich ein Account löschen lässt. Also jetzt bei Facebook zum Beispiel ist es wohl mittelschwer. Groupon ist schon hingegen sehr schwer, das zu löschen mit Rot. Man sieht hier auch immer so Hinweise, was erforderlich ist, um einen Account zu löschen. Skype ist auch ziemlich schwer und diese schwarz hinterlegten Accounts sind wohl unmöglich zu löschen. Also YouTube zum Beispiel, da kann man zwar seinen Kanal löschen, aber seinen Account bei YouTube kann man nur löschen, indem man auch den Google und den Google Plus Account gleichzeitig löscht, also alles. Ja, das Verfahren ist hier relativ einfach. Du klickst einfach hier auf das jeweilige Konto, das du löschen möchtest, meldest dich dann über die Seite Just Delete Me an und folgst eben den Anweisungen. Und so kannst du eben Konto für Konto löschen. Wie ist das denn jetzt? Wenn ich einen Account gelöscht habe, sind dann meine Daten, die alle damit verknüpft sind, automatisch auch mitgelöscht? Leider ist das nicht immer so. Also manche Anbieter, zum Beispiel Online-Shops, dürfen gar nicht sofort alle Daten löschen, sondern müssen die noch eine Weile aufheben. Wenn du allerdings ganz sicher gehen möchtest, dass deine Daten gelöscht werden, dann bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als auf dem Postweg die jeweiligen Anbieter anzuschreiben. Denn nach dem Bundesdatenschutzgesetz hast du zum einen Anspruch auf Auskunft, welche deiner Daten eben gespeichert sind, und zum anderen eben auch Anspruch auf Löschung aller Daten. Aber wie gesagt, es gibt da einzelne Ausnahmen, wo die gar nicht sofort gelöscht werden dürfen. Tja, wie du siehst, ist es gar nicht so einfach, seine Spuren im Internet wieder zu beseitigen, wenn nicht gar fast unmöglich. Deshalb, vielleicht willst du in Zukunft auch ein bisschen mehr darauf achten, was du im Internet von dir preisgibst und ja, wo du dich alles registrierst und vielleicht Konten, die du gar nicht mehr benutzt, eben gleich wieder zu löschen, bevor sie in Vergessenheit geraten. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn du in Zukunft keine Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere doch einfach meinen Kanal und vielleicht sehen wir uns dann bald schon wieder. Tschüss!